fighting out of the blue corner from Vienna, Austria. Es ist eine eigene Wissenschaft, man kann sehr viel falsch machen. Es gibt wenig Informationen und sehr wenige Leute sprechen darüber. Extrem gefährliche Sache. Wenn ich mir dort einen Fehler erlaube, ist der Kampf im Vorhinein schon entschieden. Die Fans bekommen davon nichts mit. Darko Banovic. Jetzt geht's zum MMA-Training. In den nächsten 2 Monaten bereitet sich Österreichs AFC-Champion und Profi-MMA-Kämpfer Darko Banovic auf seinen Kampf in England vor. Dass Darko heute MMA ausüben kann, hat er einem Mann zu verdanken: Gerhard Ettl, der mit seinem Bruder den Sport nach Österreich gebracht hat. (1999) war der Startschuss des österreichischen MMA. Mein Bruder Michael und ich haben damals in Graz die erste Veranstaltung abgehalten. Also MMA ist ja aus der Frage entstanden, was ist effektiver, die sanfte Kampfsportart oder die harte Kampfsportart? Sanft ist Judo, Jiu-Jitsu, Ringen, und die harten Kampfsportarten wie Boxen, Karate und so weiter, die schlagen und treten. Wenn wir jetzt aber tausende Jahre zurückgehen, Pankration war die Königsdisziplin bei den Olympischen Spielen, und genau dort ist diese Frage schon behandelt worden. Meine Kondi. Wir haben ja noch genug Zeit für den Kampf. Anfang der 90er Jahre, als die UFC das erste Mal sozusagen ihre Veranstaltungen abgehalten hat, es hat noch keine Handschuhe gegeben und keine Gewichtsklassen gegeben. Ich habe ein bisschen verkalkt. Ich habe am Samstag geschummelt. Ich habe 2 Palatschinken gegessen, die nicht im Ernährungsplan drin waren. Und jetzt habe ich ein bisschen zu viel Gewicht, als was ich haben sollte. Aber ja, wir machen das Beste draus. Ein klassischer Weightcut, jetzt über Wasser gecuttet, schaut so aus, dass das ganze Jahr wird sauber gegessen, ich sage zumindest 80%. Und in den letzten 8 Wochen versucht man auf 100% hochzuschrauben, um auch unnötiges Körperfett zu verlieren. Nimmt die Kalorien noch da genauer und die Lebensmittelqualität. Und in der letzten Woche wird der Rest, der noch überbleibt, das sind dann zwischen 7 und 10% meistens, noch mit einem Wassercut reduziert. 70,4 und letzte Woche haben wir gehabt noch 69,6. Bei mir ist am schwierigsten die Grenze von 70 auf 69. Wenn ich das mal geschafft habe, dann ist es leicht, aber da zu bleiben ist schwer. Einer, der weiß, wie es geht, ist Kraft- und Konditionstrainer Richard Staudner. Er betreut derzeit Alexander Rakic, Österreichs erfolgreichsten UFC-Kämpfer. Was das Training betrifft, Richtung Kampf wird natürlich immer mehr im Schnellkraftbereich trainiert, aber in der Fight Week selber ist dann eher nur mehr versucht, ein Aktivitätstraining zu erhalten, um die schon aufgebauten Leistungen dann abrufen zu können. Weightcut verläuft für Alex immer relativ easy, das hat er sich sehr gut antrainiert. Wenn man strategisch alles richtig macht, ist der Weightcut einfach nur ein Teil der Fight Week. Der Weightcut grundsätzlich ist dazu da, dass Leute einen Vorteil herausholen und in einer leichteren Gewichtsklasse mit mehr Körpergewicht starten. Wenn es alle machen, dann haben wir dieselben Grundvoraussetzungen wieder. Das heißt, wenn alle keinen Weightcut machen und nachher noch immer gleich schwer sind, bräuchte es das Ganze gar nicht. Der stärkste Weightcut, den ich je betreut habe, hat 27 Kilo in 6 Wochen gebracht. Das würde ich niemals regelmäßig beim selben Athleten empfehlen. Das war eine Ausnahme für einen wichtigen Kampf, Short Notice. Wenn die Leute das zu häufig und zu intensiv machen, das heißt über 10% des Körpergewichts versuchen regelmäßig zu verlieren, kann es definitiv zu physischen Problemen kommen, bis zu Tod. Und das ist der Grund, warum ich den Weightcut sehr ernst nehme. Und es gibt ein gewisses Reglement, das bei mir einzuhalten ist. Und wenn sich Sportler an dieses Reglement nicht halten, das heißt zu schwer werden,
außerhalb der Kampfphase, würde ich es auch nicht umsetzen. Der Wettkampfvorbereitung, da trinke ich ca. 15 Tabletten am Tag, aber wirklich nur während der Wettkampfvorbereitung ist es notwendig, danach höre ich komplett damit auf. Braucht man das als Sportler? Ja, also du brauchst schon, weil wir echt an die Grenzen gehen und wir trainieren ja nicht dreimal, sondern manchmal dreimal am Tag und da brauchst du echt Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel sind, was den Weightcut oder die Ernährung rund um den Kampf und die Kampfwoche betrifft, enorm wichtig. Ist es so, dass 100% der Leistungsfähigkeit ohne Nahrungsergänzungsmittel nicht möglich ist. Das bedeutet, ein Reload, ein schneller, innerhalb von 30, 36 Stunden nach der Abwaage geht nur mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln. Kreatin, Magnesium, Ribose, Q10 und so weiter sind da Mittel, die uns die Chance geben, auf Zellebene die Energieproduktion wieder anzukurbeln. Und diese Nährstoffe kann ich mir in dieser Menge, in der ich sie zu diesem Zeitpunkt brauche, nicht aus Nahrung holen. Die Vorbereitung wurde bis ins kleinste Detail geplant, doch dann die absolute Katastrophe. Aufgrund einer Verletzung musste Darkos Gegner absagen. Mein Plan ist genauso abgestimmt für diesen Samstag zu kämpfen und nicht eine Woche später oder verschieben. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Kein Gegner. Weißt du, machst dein Gewicht. Das Schlimmste ist das Gewicht weitermachen. Du musst ja den Körper dehydrieren. Ja, und wenn ich das jetzt mache, erstens, ich verliere Geld, weil ich habe sehr viel Zeit und Geld für Tickets und Coaches investiert. Und und jetzt sollte ich eine Gelegenheit in 2 Wochen bekommen, kann ich die nicht wieder annehmen. Ja. Ich kann nicht wieder mit Gewicht runter und dann wieder normal essen. Der Körper ist ja auch müde von der Vorbereitung. Ja. Was bedeutet es für dich, zu kämpfen? Freiheit. Also der menschliche Körper ist echt faszinierend. Der passt sich allem an. Man kann Grenzen überschreiten, den Körper neu kennenlernen. In wenigen Stunden überquert Darko mit seinem Team die Grenze nach England. Ohne Gegner und mit 3 Kilo über dem erforderlichen Kampfgewicht. Bevor es soweit ist, verabschiedet er sich noch von seiner Familie. Unsere Reise hat begonnen in Wien, wo ich angefangen habe vor 8 Wochen langsam mit meiner Diät. Meine Frau, die teilt mir die Kalorien ein, ich essen darf am Tag, angepasst an das Training und an die Zeit. Und dann kommt der schwierigste Part. Eine Woche vor der Kampfwoche tue ich meinen Körper schon mit Wasser laden. Das bedeutet, ich esse alles, was ich esse, mit ein bisschen mehr Salz und trinke generell 4 bis 5 Liter Wasser am Tag. Aber in einem gesunden Weg, das heißt, du reinigst eigentlich deinen Körper. Meistens habe ich am Abwaagetag noch 2 Kilo über, ist immer verschieden und die schwitze ich dann in der Sauna meistens weg. Und am nächsten Tag habe ich 8 Kilo mehr wieder beim Aufladen. Ja, die gesundheitlichen Gefahren von einem schlechten Weightcut sind definitiv Nierenversagen, Herzinfarkt bis Schlaganfall, totaler Leistungseinbruch. Früher habe ich keine Ahnung gehabt, wie man abnimmt. Man hat auch kaum Dokumentationen oder irgendwelche Sachen im Internet gefunden. Es gibt dazu schon Anleitungen, wie der Wettkampf richtig gemacht wird, aber man gibt es nicht nach außen. Listen, I'm just making some inquiries reference the opponent. Got a new opponent. What? What? Ich habe gerade die Nachricht bekommen, gerade eben, dass mein Gegner ein anderer ist. Ein Tag vorm Kampf. Sowas ist mir echt noch nie passiert, dass ich in der Woche 1, 2, 3 Gegner gewechselt habe. Und das ist echt, jetzt schauen wir mal, wer das überhaupt ist. Unglaublich. Aber wir sind schon da, das heißt, ich mache weiter wie bisher, schön essen, aufladen und morgen erledigen wir unseren Job. Es ist sehr schwer mit dieser Motivation, den Weightcut fortzusetzen. Der Fokus geht verloren, ja, weil du weißt, okay, für was trainiere ich jetzt? Und ich habe mich 8 Wochen speziell für den Gegner vorbereitet, weil der hat einen sehr komischen Stil gehabt. Das heißt, du trainierst 8 Wochen spezifisch und auf einmal kriegst du niemanden. Und du weißt jetzt nicht, wie soll ich kämpfen, wie soll ich damit umgehen. Es kann auch sein, dass du keinen Kampf hast, aber ist ja schade, ja, das nimmt einen emotional mit. Weil die Leute sehen immer nur, der ist ja nur 3 Minuten im Ring und kriegt so viel Geld. Ja, aber die wissen nicht, was wir 8 Wochen vorher alles machen. Das ist ein Vollzeitjob und das sieht keiner.
Also MMA lebt ja von Persönlichkeiten, so wie Conor McGregor für MMA weltweit wahnsinnig wichtig war. Alexander Rakic ist jetzt die große Hoffnung in Österreich, er ist Top 10 in der UFC. Und selbst da haben wir ein relativ kleines öffentliches Medieninteresse, muss man auch dazu sagen. Gell? Leider. ORF bringt es maximal am Rande. Gell? Als wir begonnen haben, 1999 die erste Kampfsportveranstaltung, MMA-Veranstaltung zu machen, war so, dass die Medien uns schon bemerkt haben, aber mehr lächerlich. Sie haben ein paar Zeilen geschrieben, die Prügler ohne Hirn und so weiter. Und sonst war es so, dass sie es einfach dort geschwiegen haben. Man hat uns einfach ignoriert. Wie fühlt sich das an, kurz vor der Abfrage? Ja, jetzt entspannt, weil ich weiß, ich habe schon mein Gewicht. Ich kann es kaum erwarten zu essen. One happy face before. Yeah. Okay. Erster Weg nach der Abwaage, Wasser trinken. Und zweiter Weg, auf zur Familie und dem lang ersehnten Mittagessen. Die größten Herausforderungen, was das Essen im Ausland betrifft, ist, man bekommt nicht das, was man gewohnt ist, und man bekommt vielleicht auch nicht die Qualität, die man gewohnt ist. Hier wäre es natürlich sinnvoll, dann sich für Einzellebensmittel zu entscheiden, in weiter Entfernung, zum Beispiel vielleicht, wenn man selber kocht, nur gefrorene Lebensmittel, oder sich ein Restaurant auszusuchen und dann jeden Tag dort zu essen und nach Möglichkeit immer dasselbe. Die Spannung steigt, doch das gesamte Team hilft Darko dabei, die Zeit bis zum Kampf zu überbrücken. Am Nachmittag geht es für die Athleten in die Arena in Brentwood. Bevor sich hinter Darko die Oktogontür schließt, wird er noch einmal medizinisch untersucht. Warum tue ich das eigentlich? Gloves on. Ja. You ready for him? Okay, I'll check you. Ah, thank you. And then I'll Man kann sagen, dass wir ungefähr 30 bis 50 Amateursportler im Moment haben. Ungefähr 20 bis 30 Profisportler. Es gibt dann ca. 70, 80 Personen, die das wettkampfmäßig in Österreich betreiben. Aufgeteilt auf ungefähr 35 bis 40 Vereine, wobei 10 Vereine das sehr ernst nehmen und wirklich täglich Trainings anbieten und das auch wirklich fördern. 15, 20 minutes, so one more fight, interval 15, 20 minutes, so one more fight. Ladies and gentlemen, the following contest will take place in the Pro Bellum Featherweight Division and will consist of 3 5-minute rounds. Warum ist es anders als Boxen oder warum wird es von den Leuten so wahrgenommen? Nur aus einem einzigen Grund, nämlich, weil ich einen am Boden liegenden Gegner schlagen darf. 8 Wochen Aufopferung und viele Rückschläge liegen hinter ihm. Doch war es das alles wirklich wert? Für den Kampf selber war es eigentlich nicht, aber für die Erfahrung doch. Ladies and gentlemen, this contest was stopped in the first round after 31 seconds. The winner due to TKO, fighting out of the blue corner, Darko, the Face Smasher Banovic.